Das Spielejahr 2021 war ehrlich gesagt ein richtig gutes. Ja, wir hatten auch viele Enttäuschungen, aber overall war es wirklich gut. Und ich habe mir mal wieder die Frage gestellt, was war eigentlich mein Spiel des Jahres 2021? Um diese Frage zu beantworten, habe ich aber erstmal für mich herausfinden müssen, welche Spiele für mich nicht diesen Titel verdient hätten und warum eigentlich nicht. Damit ich aber nicht falsch verstanden werde, direkt mal 2 Sachen. Alle Spiele in diesem Video sind hervorragend gut und jeder von euch hat höchstwahrscheinlich aufgrund persönlicher Präferenzen ein anderes Game of the Year. Vielleicht, weil er dieses oder jenes cooler fand, stärker fand, andere Schwächen mehr bewertet hat oder weil er keine Kohle hatte, die anderen Titel zu spielen. Also, let's go! Das hier ist das beste Spiel des Jahres, welches eigentlich gar kein neues Spiel ist. Ghost of Tsushima in der Director's Cut Edition. Zugegebenermaßen, es ist wirklich nicht wirklich krass neu, was hier im Director's Cut reinkam, aber es hat mich wieder daran erinnert, wie unglaublich großartig dieses Spiel war und noch immer ist. Falls ihr Ghost of Tsushima noch nicht gespielt habt, dann ist die Director's Cut Version wirklich eine, die ihr euch mal gönnen solltet. Wenn ihr das Ding allerdings schon erlebt habt, dann braucht ihr den Director's Cut nicht. So viel Neues macht er nicht. Ghost of Tsushima begeisterte mich auch dieses Jahr wieder mit seiner großartigen Grafik, der wunderbaren Spielwelt und ach Gott, Leute, ich liebe halt Japan. Es ist kein Wunder, dass dieses Ding halt hier einen ganz großen Platz in meinen Spielerherzen hat. Aber das beste Spiel des Jahres? Nein, ist es halt nicht, weil es halt auch ein altes Spiel ist. Aber hey, vielleicht ja das hier, das beste Rennspiel des Jahres und ehrlich gesagt auch die beste Grafik des Jahres. Forza Horizon 5 auf dem PC und der Xbox Series war und ist unglaublich großartig. Mexiko zu erkunden in vielen verschiedenen Fahrzeugen macht so unglaublich viel Spaß. Und nach wie vor bin ich der festen Überzeugung, Forza Horizon 5, ja, da spielt man halt in Autos oder mit Autos. Es ist aber weniger ein Rennspiel, als eher ein Open-World-Spielplatz. Dieses Ding ist einfach so großartig und für mich das bisher beste Forza Horizon überhaupt. Und das soll etwas bedeuten, denn alle Spiele waren absolut großartig. Warum Forza Horizon 5 aber nicht mein Spiel des Jahres ist? Ja, weil es halt dann doch ein altbekanntes Spielgefühl weiter zelebriert. Und für mich muss ein Spiel des Jahres halt dann doch irgendwie neu, frisch oder zumindest überraschend wirken. Und deswegen Forza Horizon 5 ist absolut hervorragend und ohne Wenn und Aber das beste Rennspiel des Jahres. Und für mich hat es auch die beste Grafik des Jahres, aber nein, es ist dann doch nicht das allerbeste Spiel des Jahres. Ach, der Master Chief von Halo Infinite. Ja, ich weiß, manche da draußen mochten Halo Infinite nicht so sehr. Vor allem bei der deutschen Presse gab es durchaus eher kritischere Meinungen. Aber overall hat dieses Spiel 87 Punkte bei Metacritic bekommen, was halt auch grundsätzlich bedeutet, dass es in der Allgemeinheit ein gutes Spiel ist. Gut, Metacritic ist jetzt hier nicht relevant. Ich wollte das nur einmal ganz kurz unterstreichen. Halo Infinite ist für mich ohne Wenn und Aber der beste Shooter des Jahres. Und es ist ehrlich gesagt für mich auch eines der besten Spiele, die ich in den letzten Jahren generell spielen konnte. Einfach, weil es so unglaublich hervorragend ist und weil es mir genau das gegeben hat, wonach ich so lange gesucht habe und weil es sich so super erfrischend anders spielt, zumindest im Vergleich zu den vielen anderen Shootern. Halo Infinite hat aber seine Schwächen und ich muss auch anerkennen, dass Halo Infinite für manche andere halt eben nicht das geilste Spiel überhaupt ist und ich sollte vielleicht auch ganz ehrlich sein, es ist nicht das beste Spiel des Jahres. Denn Halo Infinite hat mich positiv überrascht. Es hat mich begeistert, aber so ein kleines Mühe fehlte dann. Und wisst ihr was? Vielleicht ist das ja hier das beste Spiel des Jahres. Der Flight Simulator auf der Xbox Series. Ja, der Flight Simulator ist nicht ein richtiges Spiel, aber wenn man Bock hat, kann man es quasi spielerisch erleben. Es ist aber wirklich eine knallharte Simulation. Meine Review zum Flight Simulator auf dem PC, die könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Also was hier alles großartig ist und unglaublich viel Spaß macht und wie es dieses Spiel schafft, euch für etwas zu begeistern, was ihr eigentlich sonst doof findet, nämlich eingeengt in der Economy Class sich am Kaffee und am viel zu heißen Essen
Essen zu verbrennen. Okay, das kann man im Flight Simulator nicht, also als Passagier mitfliegen, aber es macht trotzdem wirklich viel Spaß. Das große Problem vom Flight Simulator ist, es ist halt auch kein neues Spiel. Aber wisst ihr was? Der Flight Simulator ist die beste Portierung des Jahres 2021. Und das ist doch auch irgendwas. Metroid Dread ist zwar keine Portierung, aber irgendwie schon, zumindest von einem Spielgefühl, welches ich längst vergessen habe. Metroid Dread ist für mich das beste Spiel des Jahres, welches ein altes Spielgefühl komplett wieder aufleben lässt und mich daran erinnert, warum ich damals diese Art von Spiele so großartig fand. Metroid Dread hat seine Schwächen und Metroid Dread ist auch optisch, wie ich finde, so ein Mittelding. Da kann man jetzt lang drüber streiten. Aber es macht so vieles so unglaublich gut und raffiniert. Das ist einfach für mich auch das zweitbeste Nintendo Switch-Spiel des Jahres ist. Es ist für mich aber vor allem das beste Spiel, welches so ein altes Spielgefühl modernisiert in die neue Zeit bringt. Und es ist für mich ein Spiel, welches generationsübergreifend so unglaublich viel Spaß machen kann. Und es ist einfach wirklich, wirklich sehr, sehr gelungen. Aber wie bereits erwähnt, auch für mich nicht das beste Spiel des Jahres und übrigens auch nicht das beste Switch-Spiel des Jahres. Dieser Titel geht an Monster Hunter Rise. Zum einen, weil Monster Hunter Rise wirklich hervorragend ist, zum anderen, weil ich Monster Hunter liebe und für mich Rise doch trotz der grafischen Kompromisse ein hervorragendes Spiel war und nach wie vor ist. Wenn ihr Monster Hunter mögt oder gar liebt, dann habt ihr dieses Ding schon längst gespielt. Falls ihr allerdings euch überlegt, mag ich Monster Hunter oder mag ich nicht, checkt Monster Hunter Rise unbedingt mal aus. Die Spielwelt, aber vor allem das Gameplay sind so hervorragend. Das hier ist einfach für mich das beste Spiel auf der Nintendo Switch im Jahr 2021. Allerdings hat es gegen 3 weitere Titel absolut keine Chance. Und bisher war diese Liste komplett nicht chronologisch, jetzt wird sie aber chronologisch, denn das hier sind für mich die 3 besten Spiele des Jahres. Auf Platz 3 ist für mich Deathloop. Und jetzt sagt ihr bestimmt, aber du hast doch gesagt, Halo Infinite ist für dich der beste Shooter des Jahres. Und ja, finde ich auch nach wie vor. Allerdings ist für mich Deathloop irgendwie das coolere Spielerlebnis gewesen, weil es einfach so unglaublich speziell anders. Es ist einfach so unglaublich speziell. Das Ding hat mich überrascht, wenn auch ein bisschen spät. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Shooter mögt, die ein wenig anders sind, die sich vom Gameplay auch extrem abheben und euch ein komplett neues Spielgefühl geben und auch eine komplett neue Denkweise, wie ihr in einem Shooter vorgehen müsst, dann ist Deathloop für mich wirklich ein perfektes Singleplayer-Game. Ihr werdet hier unglaublich viel Spaß haben. Das einzige Problem stand jetzt, also Problem in Anführungszeichen gesetzt, das Spiel ist noch PlayStation exklusiv auf den Konsolen oder halt sonst dem PC. Übrigens, hier auch direkt mein Call, Deathloop wird, wenn es nicht mehr PlayStation Konsolen exklusiv ist, garantiert direkt in den Game Pass kommen, denn wie ihr wisst, Deathloop ist eigentlich von Bethesda und Bethesda gehört mittlerweile Microsoft und die warten halt nur noch den Exklusivdeal ab und dann landet das safe im Game Pass. Spätestens wenn das also passiert, solltet ihr Deathloop unbedingt genießen und erleben. Mein zweitliebstes Spiel in diesem Jahr war It Takes Two von Electronic Arts und Hazelight Studios. Wie auch in den vorherigen Werken von Hazelight geht es hier wieder um ein Koop-Game, welches man gemeinsam und manchmal auch nicht gemeinsam spielt. Die Idee dahinter ist hervorragend und hat mit It Takes Two halt seinen bisherigen Höhepunkt erreicht. Nicht nur das Gameplay ist hervorragend, auch die Spiellänge ist wirklich überraschend lang, also It Takes Two ist wirklich umfangreich. Es macht unglaublich viel Spaß. Die Story ist großartig und ich finde es so liebevoll und emotional geschrieben und die Abwechslung in diesem Spiel ist insane. Kein Level spielt sich nur annähernd gleich und alles ist so unglaublich überraschend und ich finde, im Punkto Leveldesign ist hier nicht vorhersehbar. It Takes Two hat eigentlich nur einen Schwachpunkt und zwar, dass man es eben nicht alleine spielen kann. Und ich finde, auch wenn das die große Stärke des Spiels ist es zum Teil auch die Schwäche des Spiels, denn viele von euch konnten das Ding höchstwahrscheinlich noch nicht erleben, weil sie eben noch niemanden gefunden haben, mit dem sie It Takes Two gemeinsam spielen können. Und ja, ihr könnt das Ding gemeinsam über eine
eine Internet-Connection spielen. Ich muss euch aber sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann genießt It Takes Two gemeinsam in einem Raum. Denn da entfaltet es seine komplette Genialität und seinen kompletten Spaß und seinen kompletten Zauber. Das Ding ist wirklich großartig und solltet ihr die Chance haben, spielt es unbedingt. Hier übrigens auch noch ein kleiner Tipp. Die zweite Person benötigt das Spiel nicht. Die muss sich einfach nur den Koop-Klienten runterladen und kann dann mit euch gemeinsam spielen. Es muss nur eine Person dieses Spiel kaufen bzw. im Abo haben. Und es lohnt sich wirklich. Gönnt euch It Takes Two. Wirklich, wirklich, wirklich. Mein persönliches Spiel des Jahres ist aber Psychonauts 2 und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch nochmal meinen Test bzw. meine Review zu diesem Titel an. Da erkläre ich, was in diesem Spiel alles so großartig ist. Auch hier geht es um Abwechslung. Es geht aber auch um das unglaublich intelligente Writing, das tolle Gameplay und einfach alles an diesem Spiel. On top kommt noch, dass Psychonauts 2 mich unglaublich überrascht hat in sämtlichen Bereichen. Ich habe hier ein solides Spiel erwartet, vielleicht sogar ein gutes Spiel, aber kein so hervorragendes Videospiel. Psychonauts 2 gibt es für die PlayStation, die Xbox und auch den PC. Außerdem ist das Ding auch im Game Pass und ich kann euch nur empfehlen, erlebt dieses Spiel. Psychonauts 2 ist einfach ein hervorragendes Singleplayer-Game, welches euch durchweg einfach nur begeistern wird. Und es ist auch eine kleine Hommage an all diese alten, schönen Plattformer- und Jump-and-Run-Games. Allerdings in modern. Hier ist nichts veraltet, hier ist nichts nur für Liebhaber. Das Ding ist einfach ein perfektes Spiel für all jene da draußen, die Videospiele lieben, mögen und auch noch intelligentes Writing gerne haben. Erlebt Psychonauts 2, spielt Psychonauts 2 und genießt dieses Spiel einfach. Das Schöne ist, wenn ihr es durchgespielt habt, habt ihr es auch durchgespielt und dann werdet ihr einfach eine wunderbare Videospielerinnerung haben, die ihr auch in den nächsten Jahren immer wieder abrufen könnt. Psychonauts 2 hat so viele tolle Momente, so viele einzigartige Momente und so viele Sachen, die sich in euren Kopf reinbrennen, dass ich einfach nur sagen muss, Psychonauts 2 ist für mich das beste Spiel des Jahres. Und das ohne Wenn und ohne Aber. Zum Ende hin ist aber die Frage, was ist denn euer Spiel des Jahres? Schreibt es gerne in die Kommentare und wie immer gilt, das ist euer Spiel des Jahres. Das müsst ihr nicht verteidigen oder irgendwie sowas in der Art. All die genannten Spiele in dieser Liste sind großartig und jedes Spiel in der Liste könnte ein Spiel des Jahres für dich sein. Und vielleicht ist es ja auch ein Spiel, was gar nicht in dieser Liste ist. Und weißt du was? Das ist vollkommen okay. Und das ist ja das Großartige an Videospielen, dass wir diese wunderbare Auswahl haben. Und nochmal, das Jahr 2021 war ehrlich gesagt kein geiles Jahr, aber für Videospielfans hatte es wirklich viele Highlights.